Guten Morgen von meiner Garage. Es ist noch ziemlich bald, es ist noch ziemlich finster. Und heute geht's mit dem Boot auf die Enns. Gleich bei mir in der Nähe. Wir haben Lockdown. Und ja, somit ich allein in einem Boot. Und später kommt wahrscheinlich auch der Danny in seinem Boot, damit wir den notwendigen Abstand wahren können. Es geht auf Hecht, Barsch, Regenbogenforellen vielleicht noch. Beim Danny wahrscheinlich eher Barsch, Regenbogenforellen, bei mir eher nicht, eher Hecht und Huchen. Schauen wir mal, was sie heute tut. Ja Leute, das ist jetzt die dritte Tankstelle, auf der ich bin. Dank Lockdown oder warum auch immer, haben die ersten zwei nicht um 6 Uhr aufgesperrt, sondern sperren erst um 7 Uhr auf. Jetzt wird es mir natürlich auch schon hell, aber ja, hilft eh nichts. Ich habe den ganzen Tag Zeit und das wird schon hinhauen, hätte ich mal gesagt. So, hallo, einen wunderschönen guten Morgen von der Enns. Der Andi hat jetzt erst schon angekündigt, dass wir heute auf die Enns fahren. Er hat schon erwähnt, ja, Lockdown, wir sind nicht mit zwei Boot unterwegs, dass wir einen Abstand einhalten. Aber Fischen ist ja nach wie vor erlaubt. Und jetzt bin ich da gerade angekommen und es ist arschkalt, wirklich arschkalt. Wie man sieht, ich wird auch noch saumiert. Aber es wird, glaube ich, ein wunderbarer Tag. Den ganzen Tag Sonnenschein. Man sieht es da im Hintergrund schon. Kommt schon 4 Uhr. Und ja, was tun wir heute? Wir werden jetzt ein bisschen schauen auf Regenbogenforellen, wegen Barschfischen, vielleicht Hecht. Und ja, Huchen können wir auch probieren. Aber das ist nicht so mein Fall. Das macht der Andi dann. Ja, ich werde jetzt mal mein Boot slippen im Hintergrund da. Seht ihr, ist schon mein ganzes Gespann. Und dann werden wir mal schauen und einmal ausfahren und werden sie mal ein Bild machen heute, was wir tun. Aber es ist arschkalt, ich muss mir jetzt erst mal was anziehen. Wir sehen sie dann später. Danny! So, da. Ich war sehr live dabei, habe ich gerade gemerkt. War jetzt nicht sicher, ob die Kamera eingeschaltet war. Der erste Fisch ist im Kescher. Ein kleiner Hecht. War ziemlich geil, weil ich ihn beißen gesehen habe. Der 2 Meter vor dem Boot ist auf einmal raufgekommen. Hat sich meinen Köder geschnappt. Schauen wir uns ihn einmal an, ist jetzt wahrlich kein Riese, aber ein schöner Hecht. Ich zeige euch ihn ganz kurz. Geht natürlich gleich wieder retour, der Fisch. Coole Sache, so kann es weitergehen. Der Danny hat wieder mal einen richtigen Riecher gehabt. Ich bin seit 2 Stunden am Wasser, er kommt um 9 und um 4 nach 9 beißt der erste Fisch.
Aber ich mag einfach das in der Früh. Diese Morgen am Wasser, wo noch keiner da ist, das ist genau meins, das mag ich. Da ist er, der Fisch, da ist er, 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 yes! Ui! Live-Tick, mega. Kein großer, aber ein Fisch. Hey, hey, hey. Da ist er, der erste Hecht von heute. Live-Biss, mega geil. Schaut sich an, schöner Fisch, nicht drüber groß, aber 60 hat er auch. Geh wieder zurück. Ja, entschneidert für heute. Weiter geht's. Na, ein bisschen besser, 65. Live. Ui! Ah, der ist schon schön. Boah, der Hund ist fett. Bist du deppert. Leil, nächster Hecht. Nächster Live-Biss. Absolut schöner Fisch. Mega. Wirklich geil. Mega Biss, mega Drü. Schön. So, mal kurze Zwischenansage. Habt ihr mitgekriegt, den ist jetzt auch da. Und der hat mich vorher angerufen und hat mir erzählt, er hat ein paar schöne Nachgeher gehabt. Ich hingegen habe keinen einzigen Nachgeher gehabt, dafür den Anbiss auf Sicht. Ich bin jetzt eher da im herunteren Bereich. Aber schauen wir mal, er hat auf Jerk, ich auf Streamer vorher gefangen. Er auf Jerk die Nachgeher. Jetzt habe ich auch meinen West in Swim oben in einer etwas dezenteren Farbe. Das Wasser ist recht klar, Sonne brennt jetzt ziemlich, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass wir heute wieder mal einen schönen Hecht erwischen. So Leute, ich möchte jetzt ein bisschen mit einem Gummifisch fischen. Ich habe jetzt sehr lange flach gefischt. Ich habe sehr viel Nachgeher gehabt. Und jetzt habe ich schon eine Zeit keine Nachgeher mehr. Und deswegen fische ich jetzt ein bisschen tiefer. Und zwar mit unserem schwarzen Shetties. Und da werde ich mir jetzt das kleine Spinnerblau noch drauf montieren. Das hat letztes Mal schon gut funktioniert. Und wie ihr seht, die Sonne scheint. Jetzt haben wir da noch einen extra Reit, ein bisschen einen extra Akzent, der was viel leichter dafür sorgt, dass wir jetzt dann gleich mal einen schönen Hechten fangen. Wie gesagt, 2 Föbis habe ich gehabt. Einer war sogar auf Kamera drauf, den habe ich kurz drauf gehabt, den habe ich dann verloren. Aber naja, ist so. Und jetzt habe ich da noch auf meiner Ruden, damals vom Donau-Zanderfischen, habe ich noch Fluorocarbon drauf. Das fische ich nämlich in der Donau durchgehend, 40er Fluorocarbon auf der Hauptschnur. Und jetzt werde ich das 40er Fluorocarbon, da werde ich jetzt einfach den Snap runter und dann werde ich mir also ein Titan drauf binden. Und zwar ist das, also meine Entscheidung ist da das Knot to Kinky Titan, so ein Tragkraft von 15 Kilo. Müsste nicht unbedingt so stark sein, es gehen 10 Kilo auch. Aber ich habe leider nicht da 8 Kilo da und das 8 Kilo, das ist mir fast ein bisschen zwäng, weil wenn wirklich ein großer Hecht steigt, bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Deswegen habe ich mir jetzt für die 15 Kilo Variante entschieden. Und das zeige ich jetzt kurz, wie ich das verbinde. Ich habe da damals immer solche Pizzenbauerringel gehabt und habe das
eben an das Fluorocarbon draufbunden und dann mit einem Clinchknoten oder einem Grinderknoten sozusagen direkt auf das Ringerl drauf. Das heißt, das auf das Ringerl und das auf das Ringerl. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich das Titan und das Fluorocarbon direkt mit einem Knoten miteinander verbinde. Und das zeige ich kurz, wie ich das mache. So, ich habe das jetzt auspackt. Machen wir das jetzt ein bisschen, tun wir das ein bisschen ausfahlen da, dass ich ein bisschen was habe zum Binden, ein bisschen Fleisch, wo man das vielleicht da sieht. Eine ganz normale Schlaufe von Gummi von der einen Seite mit dem Fluorocarbon. Zieht das ein bisschen durch. Halte das dann ein bisschen fest, dass das nicht raus kann. Und dann beginnen ein paar Windungen. Die Windungen mache ich dann von hinten nach vorn und 7. Wenn ich die 7 Windungen gemacht habe, man sieht es vielleicht da, dann gehe ich einfach wieder mit der Schnur durch das Öhr durch und dann schaut das Ganze so aus. Ganz genau, das mache ich dann feucht und dann ziehe ich das Ganze unter Spannung zu. Man sieht dann auch, dass sich der Knoten relativ schön zusammenzieht. Die kann er dann wirklich wirken. Was geht? Da rührt sich gar nichts mehr. Genauso sollte der sein, der Knoten. Und vorne kommt dann ein Snap dran. Und den binde ich ganz normal mit einem ganz normalen Clinchknoten drauf. Und dann sind wir wieder scharf. Und wir sind startbereit. Jetzt schauen wir mal, ob wir einen Hecht kriegen. Wir sehen uns später. Ja Leute, ich schleppe jetzt gerade wieder so ein bisschen dahin, ich muss mich ein bisschen sammeln und die Gelegenheit möchte ich jetzt nutzen, dass ich euch ein Produkt von unserem Partner Olight vorstelle. Ich hau die Links in die Beschreibung und alles natürlich. Und zwar produzieren die unter anderem Stirnlampen, auch normale Taschenlampen, richtig helle Dinger, die quasi bei der Armee und so zum Einsatz kommen. Aber auch das Ding ist nicht ohne. Das ist eine recht praktische Geschichte, man hat da diesen Kopfgurt, kann das Ding aber auch runter tun, das ist so eine Gummisicherung. Gleichzeitig ist das aber auch mit einem Magnet verbunden, dass es dann einfach so davon fliegt. Und das hat halt verschiedene Modi, sage ich mal, von ganz wenig hell, Moonlight-Modus, wo das Ding einfach 2 Wochen brennt, bis zu mittelstark, extra stark und so weiter und so fort. Und was mir besonders taugt, ist, dass ich es sperren kann. Wie es bei meinen alten Stirnlampen oft passiert, dass ich es im Rucksack eingeschaltet habe, aus Versehen. Und wenn ich es dann braucht habe, war die Batterie leer. In dem Fall jetzt kann ich es eben, indem es im ausgeschalteten Modus, indem ich den Knopf 2 Sekunden lang halte, wird das Ding gesperrt und schaltet sich dann nicht einfach ein, wenn man mal beim Knopf ankommt. Genau, also schaut euch die Dinge an, wer Stirnlampen sucht, das ist ein richtig gutes Produkt. Und natürlich gibt es auch wieder ein kleines Gewinnspiel für euch. Und zwar habe ich da 2 Mini-Versionen für einen Schlüsselbund. Die sind auch richtig hell für das, wie klar das sind. Ja, und was müsst ihr tun? Schreibt es in die Kommentare einfach, warum genau ihr diese Schlüsselbund-Leuchten da braucht, die von Olight. Und nachdem das Video online ist, dauert es eine Woche, bis wir die Verlosung machen, wie immer. Also bleibt dran und ihr seht, wann was passiert. Ich hoffe, dass bald was passiert. Das da. Nächster Fisch, gar nicht 2 Wurf später. Jetzt wirklich ein kleiner, aber Fisch ist Fisch. Nächster Hecht. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wieder Live-Biss. Jetzt geht's dahin, jetzt sind sie aktiv. Schnell zurück damit. Yes, weiter geht's.
So Leute, kurze Zwischenansage. Ja, am Anfang ist es relativ zart angerannt. Haben wir Hecht gefischt. Wie gesagt, das war das mit den Nachgeher, wo man auch den einen Föbis da von mir sieht. Also 3 waren es, einen habe ich auf Kamera festgehalten. Und ja, jetzt waren wir dann kurz Forellenfischen in der Fließpartie. Das hat mir aber nicht so zugesagt, ehrlich gesagt. Also die Forellenfischerei, wenn ich weiß, ich kann einen fetten Hechten fangen. Ja, bei mir eher mehr ab Mitte März bis Ende April. Das war's dann. Auf die Forellen so circa. Nein, Blödsinn. Hin und wieder mache ich auch gerne mal einen Wurf drauf. Darum bin ich jetzt raufgefahren. Aber jetzt haben wir entschieden, ich fahre wieder runter und probiere es ein bisschen am Hechten. Also hat jetzt gut funktioniert gleich auf Anhieb. Jetzt habe ich 3 gefangen im Gang. Einer war richtig schön, der konnte wirklich die 70 gehabt haben. Also richtig super Fisch, schöne Drüse, schöne Biss am Jerkbait, echt super. Und ja, was soll man da sagen, absolut schön. Wunderbarer Tag auf der Enns. Glasklares Wasser, mega, mega. Genauso stellen wir den Tag vor. Und ich gebe nicht auf. Ich werde jetzt noch weiterhin auf Hecht fischen. Und das mache ich jetzt wahrscheinlich bis zum Schluss. Never change a winning team. Ich werde jetzt da auch nicht recht viel verändern. Ich werde jetzt mit meinem Jerk das durchziehen und werde, wie gesagt, die Kanten noch fischen. Alle Hecht sind so kommen zwischen 1,5 und 3 Meter. Und ja, das werden wir jetzt weitermachen. Wir sehen uns dann später. So Leute, wie schaut's aus? Es ist jetzt fast 3 am Nachmittag. Ich habe in der Früh oder am Vormittag einen kleinen Hechten gefangen. Der Danny hat dann einmal um die Mittagszeit 3 im Gang gefangen. Hat, wie gesagt, auch ein paar Nachgeher gehabt. Alles auf Jerk und eher flach. Aber ich bleibe jetzt trotzdem meiner Linie einmal treu und fische jetzt mittlerweile einen 27er im relativ tiefen Wasser. In der Hoffnung, dass einmal ein größerer Fisch kommt. Das mache ich jetzt nur eine 4,5 Stunde. Ich glaube, ich mache es eh schon seit 1,5 Stunden insgesamt. Und ja, wenn das dann erledigt ist, dann werde ich wahrscheinlich einmal wieder ganz flach gehen. Mal schauen, vielleicht stecken es doch noch in die Krautfahnen so auf 1 Meter, 1,5 Meter Wassertiefen. Ihr werdet es sehen, wann was passiert. So Leute, ein Babyelefant Abstand. Jawohl. Ein Babyelefant. Ja, mega Tagerl auf der Enns, oder? Ja, habe ich zuerst schon gesagt, bei den und sage auch, absolut schönes Tagerl. Ja, Enns. Coole Geschichte, ja. Schwierig as fuck. Nein, das wissen wir eh. Ich meine, die großen Hechten springen da echt nicht in den Cache rein, das kannst du heilen. Nix springt den Cache nicht da drinnen. Nein, aber es ist einfach so viel schön und so viel geil zum Fischen. Ich sage immer zum Danny, wenn wir auf der Enns sind, mir kommt es vor wie bei Pikefight, wenn wir irgendwo in Schweden sind. Krautfelder, Kanten, große Felsen. Ja, einfach endlos viele Möglichkeiten da drinnen. Ja, du endlos kannst alles fischen, was du willst. Buchen, Forellen, Barsch, Hecht, Alter, das ist sowas von geil da drin. Ja. Und wie gesagt, ich bin ein bisschen später gekommen, wieder an die heute. Andi hat schon ein paar Wurf gemacht. Wie gesagt, ich habe heute gehabt, sage und schreibe 15 Nachgeher, 15 Stück. Von den 15 war einer richtig Kapital. Nichts gefangen. Dann sind wir kurz Forellfischen gefahren, nur Furchen gefischt. Ja. Dann bin ich wieder runtergefahren und habe 3 Hechten in Gang gefangen. Nach den 3 Hechten war wieder gar nichts mehr. Ja, ich habe genau einen Kontakt gehabt, das war ein Hecht, kein Nachgeher, nichts. Also war halt eher der Jerk. Ich habe viel Streamer gefischt und Gummis.
Oh, was soll's. Geiler Kann man sich nicht Alter, beschweren, geiler Tag. Vergesst nicht auf das Gewinnspiel mit den 2 OLED Keyring, Schlüsselring, Taschenlampen. Haut uns ein Abo rein, ein Like. Instagram, Facebook, die genau. ganze Paletten. Wie immer. Guckt auf die Glocken, immer up to date, alle neuen Videos. Genau Hat so uns ist. gefreut. Und wir sehen uns das nächste Mal. Irgendwo was Geiles. Immer was geil ist. Also- Aber vielleicht nicht auf der Eins. Weil es so geil ist. Ich glaube schon. Also, Also, Petri. 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 Tschüss. Petri.